Hallo, willkommen zu unserem neuen Film. Dieses Mal machen wir was ganz anderes. Seht ihr, mein Golf hat seine Haarnummer bekommen. Jetzt ist er ein echter Oldtimer. Als Geschenk zu seinem Feiertag bekommt unser Golf nun neue Bezüge für die hintere Sitzbank. Zur Reparatur braucht man natürlich Stoff zum Beziehen der Rücksitzbank und den Teppichboden für die Hutablage plus Kleber. All diese Materialien habe ich von der Sattlerei Rapp erhalten. Ich möchte Frau Rapp auch nochmal danken. Mit ihrer großen Expertise hat sie es geschafft, den Originalstoff zu besorgen. Vielen Dank, Frau Rapp. So, hier sieht man, was die Sonne so über die Jahre anrichtet. Hier ist der Stoff sogar schon gerissen, aber man sieht, von dem Stoff ist eigentlich gar nichts mehr übrig. So, hier und hier sind noch zwei Anschläge. Ober- und Unterteil der Bank werden hier an dieser Schraube separiert. So, wir drehen die Schraube aus. Achten darauf, dass nichts herunterfällt. Die Scheibe ist zwischen den beiden Teilen. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Die Klappe für den Kofferraum kann man hier von der Rückbank abnehmen. Die Klappe ist hier mit Kreuzstützschrauben befestigt, noch eine Metallschiene und diese zwei Spezialhalter da. Selbst auf der Schiene ist noch ein VW-Emblem. Ja. Da kommt alles auf einmal raus. Dann haben wir das wenigstens weg. Die kurzen Schrauben gehören dazwischen, die langen Schrauben gehören zu diesen Stoppern. So. Diese Metallschiene ist hier so drauf, die Wölbungen sind außen, die Hohlseiten unten, die ist nur aufgesteckt, das ist nur durch die Jahre festgeklebt am Teppichboden. Hier sind 3 Nieten in der Mitte und ebenfalls genietet sind diese Gummibänder. Die Ecken sind hier nur aufgesteckt, kann man also ganz einfach abziehen. Die Abschlussschiene hier ist nur aufgesteckt. Hier klemmt sie den Teppichboden und hier steckt sie nur auf der Klappe. So, nach dem Weichen kann man sie dann auch abziehen. Die Seite des Stoffs ist einfach hier untergeklemmt. Die kann man so langsam hier rausarbeiten. So, das rote Kunstleder ist vom Prinzip her gleich. Vorsichtig arbeiten, es ist nicht mehr alles das neueste Material. Dann in den Klammern hier aushebeln, schön reihum arbeiten. Hier müssen wir aufpassen, hier ist noch mehr gesteckt. So, und jetzt kann ich den Stoff ganz langsam über das Kissen ziehen. Seht ihr? Das war schon das ganze Problem. Da noch. Und das war die ganze Ordnung. Jetzt geht der ganze Metallrahmen weg. Wenn man den Stoff nun umdreht, sieht man, wie er hier unten eingehakt ist. Jetzt müssen wir diese Haken hier aushängen und dann können wir den ganzen Stoff abnehmen. Hier hinten ist der zweite Haken. Es gibt 2 Längsklammern, hier links und rechts. Und hier hinten kommen jetzt nochmal 2 unterbrochene Querträger. Sind genauso eingehakt wie die anderen auch. So sitzt diese Längsklammer hier drin. So hängt man das Teil aus. So, hier war der Stoff schon abgerissen, aber hier gibt es nochmal 2 Längsträger. Für die Haken nur noch da rausnehmen, die Klammern. Das Teil kommt jetzt zur Näherin. So, und jetzt ist es bei der Näherin. Auch die Rücklehne des Rücksitzes kann wieder so zerlegt werden können wie die Sitzpolster. Das heißt, hier ist so eine Verstärkung drin und die wird hier unten mit den Fingern einfach hervorgequillt. Da braucht man nicht einmal Werkzeuge. Auch die Seiten gehen in gleicher Art, nur braucht man hier etwas mehr. So, dann immer Reihe rum, weil die andere Seite wird sehr schwer gehen wegen den Laschen. Und wenn der andere nach hinten abziehen kann, dann habe ich gewonnen. Aber auch ungefähr das Material. Und wir haben den Bezug vom Polster. So, man kann jetzt den Rahmen vorsichtig vom Schaumstoff abdrücken. Die Rücklehne ist nun vollständig zerlegt. Der Rest der Arbeit ist jetzt was für die Cutterin. Cutterin kommt ja von Schneiden. Das heißt, sie zerschneidet oder zerlegt die einzelnen Teile jetzt, damit wir nachher Schablonen für den neuen Stoff haben.
Auch bei dieser Arbeit gibt es wieder spezielle Instrumente. Man benutzt so einen kleinen Schneider, um die einzelnen Schlingen der Naht aufzutrennen. Wir haben die einzelnen Teile des Stoffs nun aufgetrennt. Hinten ist eine Verstärkung, mit der der Stoff im Sitz eingeklemmt war. Diese ist so stark, dass wir sie niemals mit einer normalen Maschine nähen können. Das heißt, wir trennen den Stoff nun hier ab und nähen Stoff auf Stoff. Wir zeichnen nun die Grenze zwischen neuem und altem Stoff an. Einfach wunderschön an der Kante langschneiden. Und schon ist der Sitz für immer kaputt. Am besten nimmt man eine lange Schere, dann kann man die Schnittlinie gut treffen. Bevor der Stoff zugeschnitten wird, muss er erstmal richtig gerade gebügelt werden. Bei der Rückbank haben wir das Problem, dass der Stoff schon sehr beschädigt ist. Wir haben das so gelegt, dass man die rechte auf der rechten Seite haben und jetzt können wir genau dem Muster entlang den Stoff so zuschneiden. Dann gleicht sich das hier, weil er gedehnt ist, und diese Löcher aus. All die Teile werden zugeschnitten, man fühlt sich wie früher in der Schule beim Basteln. Zum Verstärken des Stoffes benutzen wir Flieselin. Die Cutterin zeichnet nun all die Stoffstücke für unseren Rücksitz auf Flieselin ab. Die Teile werden ausgeschnitten und beschriftet. Das Flieselinstück legen wir ganz genau passend auf das Stoffstück. Mit dem Dampfbügeleisen jeweils 15 Sekunden andrücken, nicht schieben. Wir haben die einzelnen Teile nun nach dem Plan aufgelegt und stecken sie entsprechend zusammen. So, jetzt beginnen die Näharbeiten. So, wir nähen mit einer Zugabe von 10, also genau auf den 10er Strich. Wir benutzen eine 100er Nadel und einen 110er Faden, also dicke Nadel und dicker Faden für solche Sachen. Allmählich erkennt man, was es mal werden soll. Wir zeichnen nun die Laschen für die Spanndrähte an. Die Nadel wird an der Stelle reingesteckt und dann weiß man, wo es auf der Rückseite sein muss. Zum Heften vom Leder benutzen wir diesen auswaschbaren Kleber. Auf dem Leder sind entsprechende Markierungen, diese müssen wir nun mit dem Stoff genau treffen. Genau an diesem Punkt, also das Leder hat ein Loch und auf dem Stoff haben wir eine Markierung gemacht, wo es passen muss. Genau dort wird es erstmal mit Kleben geheftet. Dann kommt so eine hübsche Architektenklammer drüber. Die Unterschiede im Radius müssen wir jetzt versuchen auszumitteln. Und jetzt klebe ich das Ganze auf. Mhm. Das heißt, die erste Klammer kommt wieder in die Mitte. Dann haben wir schon mal die Hälfte auf links und rechts verteilt. Mit einer Ledernadel werden die Teile nun vernäht. So sieht der Keder zwischen dem Kunstleder und dem Stoff fertig aus. Jetzt wird das Verstärkungsband mit dem alten Stoffrest wieder an unseren neuen Bezug geheftet. Da der alte Stoff sehr klebrig ist und auf der Maschine nicht rutscht, kommt ein Stück Papier dazwischen. Alles wird zusammen vernäht und das Papier lässt sich dann ganz leicht wieder abreißen. Und fertig ist die Geschichte. Sieht doch toll aus. Die Cutterin oder Näherin, wie man früher gesagt hat nun den Bezug fertig gemacht. Wir beziehen nun das Polster. So, wir fäden die Klammern wieder ein. In der Mitte. Und dann gucken wir, wie wir da weiterkommen. So, die ganze Federklammer setzen wir nun der Reihe nach ein. Die ist schon drin. Jetzt kommt die. Und drin ist sie. So, mit viel Gefühl wird jetzt der Bezug auf das Kissen angepasst. So, sieht doch aus wie neu, oder? Was meint ihr? Perfekte Arbeit von der Cutterin. Wird der Rahmen wieder eingesetzt. So, das Teil kommt hier und unten drin einmal gefaltet rum und dann sitzt es perfekt. Die Rückwand war mit dem schwarzen Plastik bezogen, da war natürlich nichts mehr zu retten. Deswegen haben wir jetzt hier ein Stück schwarzes Kunstleder und das werden wir jetzt vollflächig auf
Katerin ist wieder bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Schneiden. Mal geben. So, die Rückseite der Rückbank ist nun schön beklebt. Wir können jetzt alles einbauen. Die Rückwand wird in den Rahmen gelegt. Wichtig ist, dass diese 3 Laschen hier an der richtigen Position sind. Auch hier müssen wir die Drähte wieder überall einhängen und festklemmen. Was sagt ihr nun? Keine Falte, sitzt absolut, Fadenverlauf korrekt. Das ist besser wie von Volkswagen. Hä? Jetzt auf die Vorderseite legen. So, das Sitzteil ist unten, dann kommt die Scheibe und dann kommt das Lehnenteil und zusammengehalten wird alles mit der großen Schraube. Wir müssen jetzt versuchen, diese Niete aus der Heckklappe auszubohren. Ich beginne mal mit der äußeren, den Ziernieten, und wir werden die jetzt ganz langsam von innen aufbohren mit zunehmendem Durchmesser. Wir beginnen mal mit 3 mm. So, das kann die Niete da unten ab. Ich markiere die Kante, bis zu der Teppich aufgeklebt war. Und nachher muss der Teppichboden 70 mm überstehen. So, die Unterseite habe ich nun mal angeschnitten. Also schön mit Bleipapier reiben. Die Kanten, wo die Platte schon zerstört war, habe ich jetzt aufgespachtelt, dass sie wieder schön glatt wird. Da, wo nachher der Klebstoff für den Teppich hinkommt, habe ich mal abgeklebt. Wir grundieren mit 8 Pfund Füller. So, wir haben das nun neu lackiert. Sieht doch besser aus als original, oder? Den passenden Kleber hat mir ebenfalls die Sattlerei Rapp geliefert. Wir haben nun ein passendes Stück Teppichboden zugeschnitten für die Hutablage. Damit diese Vertiefungen hier gut rauskommen, haben wir hier eine passende Holzform gemacht und beschweren den Teppich erst einmal eine Zeit lang, dass sich der Teppichboden hier genau in der Form abdrückt, bevor wir den Teppichboden dann stückweise verkleben. Da wir mit einem Kontaktkleber arbeiten, haben wir nachher nur einen Versuch. Wir werden jetzt erstmal das innere Teil beidseitig mit dem Kleber bestreichen und dann müssen wir mit einem Schlag eindrücken. So, nach der Kontaktzeit von 45 Minuten nehmen wir das mal ab. Die Form der Hutablage hat sich wunderschön eingedrückt. Da wir kein Presswerkzeug für die ganze Platte haben, müssen wir uns nun Stück für Stück vorarbeiten. Immer wenn ein Feld wieder neu verklebt ist, legen wir Gewichte drauf und lassen diese 45 Minuten mit der Gravitation einwirken. Am Ende kommt wieder das Abdeckprofil drauf. Das geht nur minimal über den Teppichboden, deswegen muss der Teppichboden hier sehr präzise an der alten Kante zugeschnitten werden. Nachdem die Seite vollständig verklebt ist, können wir die Endleiste wieder drüber schieben und vorsichtig mit dem Gummihammer einklopfen. So, wir müssen jetzt solche Blindnieten wieder reinmachen, damit sich der Stoff nicht lösen kann, wenn es nur am Teppichboden hängt. Die habe ich mir neu besorgt. Hier sind sie hohl und hier sind sie blind. Für die blinde Seite habe ich noch einen richtigen Amboss gefunden, dann habe ich hier auf ein Stückchen Holz montiert. Für die Holzseite musste ich mir erst einen passenden Stempel machen. Den haben wir hier aus einem Stück Alu gedreht. So, der passt jetzt hier drauf, dann können wir das verklopfen. Zuerst müssen wir an der Stelle, wo der Teppichboden kommt, natürlich ein Loch in den Teppichboden haben. So, in das Loch können wir dann die Hohlniete einsetzen. So, die Hohlniete kommt hier rein und dann wird geklappt. So, auf die Ecken an der Schiene kommen diese Kappen. Hier muss die Aussparung des Teppichbodens freigeschnitten werden, sonst passen die Kappen nicht drauf. Hier in den Kappen werden natürlich die Züge für die Heckklappe eingefädelt. Hier hinten müssen wir nun die 70 mm wieder einzeichnen.
So, die Schiene muss jetzt so montiert werden, dass dieser Abstandshalter genau in der Teppichkante eingreift. Hier drückt er dann auf die Schiene und wir haben jetzt die Mitte der ganzen Platte. Hier setzen wir mal das erste Loch. So, weiches Holz drunter. Hier den kleinsten, das sind ja nur Blechschrauben, wo da durch müssen. Und ein kräftiger Schlag. Wir können die Schraube durchstehen. Jetzt legen wir die Schiene parallel an, drücken sie mal fest, immer dem Fadenverlauf folgend. Jetzt können wir die anderen Löcher anzeichnen. Oben kommt das Plastikteil drauf, das hat hier eine Markierung, wo es schön drückt, dann kommt die Schraube durch, dann kommt die Schraube durch das Zugband und dann kommt die ganze Geschichte durch unsere gestanzten Löcher. Wir setzen die Klappe jetzt hier mittig an und machen mal die erste Schraube rein. Alle 5 Schrauben noch anziehen. Jetzt ist auch die Heckklappe wieder am Fahrzeug. So, kann man das vorsichtig wieder in den Golf reinbewegen, die Bank. Okay, das war der erste. Und das war der zweite. Hier kommen jeweils Wellensicherungen drauf. Dinger nur hier runter gedrückt, geht sogar ohne Schraubenzieher. Wenn sich die Sicherung frei drehen lässt, sitzt sie richtig. So, hier müssen wir die ganzen Teile der Sicherheitsgurte dazwischen stopfen. So, jetzt ist auch die Hutablage wieder an ihrem Platz. Und perfekt. Das war jetzt mal ein ganz anderer Film. Aber ihr seht, man kann alles, Hauptsache die Cutterin hilft einem. Das nächste Mal wird aber wieder geschraubt. Also tschüss, bis zum nächsten Film.